Leute, Eren Azadi ist official fertig. Bruder, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Bro, ich möchte jetzt mal kurz, weil wir haben jetzt nicht dieses Interview am orangenen Tafel gemacht, deswegen möchte ich dich jetzt fragen. Bro, wer bist du? Ich bin Eren Azadi, bin 21 Jahre alt aus Berlin und habe mich jetzt entschieden, meine Beine zu verlängern. Wie groß warst du vor der OP? Wie groß bist du jetzt? Ich war 1,71,5 Ja. und sollte jetzt und bin jetzt 1,79,5. Genau, wir haben dich aber so einen Zentimeter, glaube ich, kleiner gemessen, weil du halt noch nicht gerade stehen kannst. Das kommt aber auch noch, Bro. Das ist dann so, ja, zusätzlich so ein Pluspunkt. Das reicht jetzt schon. Ja, jetzt schon, okay. Nur mal kurz, wie war die Verlängerungsphase für dich? Ziemlich hart am Anfang, aber wie ihr mir sehen könnt, ist es zum Aushalten. Du kommst mental an deine Grenzen, aber es macht dich stärker. Also es hat mich stärker gemacht, mental. Ich habe echt Tage gehabt, da habe ich dich auch angerufen und wollte einfach echt abbrechen. Ja, ich weiß. Also solche Tage hatte ich. Und im Gegensatz zu anderen Patienten hatte ich auch viel mehr Schmerzen. Ich weiß nicht, ob das an was das lag, aber gegen Ende hat sich das alles gelegt. Ich hatte auch lange Schwellungen wegen der Dicke meiner Beine. Aber nach der Entfernung, es war einfach so eine Last, die 3 Monate an deinen Beinen war, die dann einfach weg ist und du dann erst richtig realisierst, so was gerade abgeht. Komisch. Das Ding ist, du verlängerst dich, dir geht's einen Tag Bombe, dann verlängerst du dich, am nächsten Tag ist wieder steif. Und das hast du nach der Entfernung nicht mehr. Ja. Jeden Tag bist du um 2% besser. Ja, 2% besser. Ich bin mittlerweile beim 12. Tag und ich benutze keine Krücken mehr. Nach 12 Tagen. Bei dir war wirklich alles so ein bisschen anders, aber wie du schon sagst, du hast jetzt alles hinter dir. Jetzt genießt du es einfach, Bruder. Jetzt hast du es dir verdient, dein Leben zu genießen. Jetzt möchte ich mal fragen, du wolltest ja die 10 cm erreichen, aber wir sind jetzt mit 8 cm dann quasi, müssen wir jetzt dann auch, beziehungsweise 8 cm hast du gesagt, okay, das reicht mir. Warum nicht die 10? Warum nicht die 10? Die OP machen werden in Zukunft, die werden das auch selber verstehen. Ab einer gewissen Länge sagt euch der Körper einfach, ey, hier ist gut, besser, wenn du stoppst. So. Hier ist es besser. 10 ist schön, alles schön und gut, aber mein Körper hat gesagt, dann bei 8 ist Stopp. So, es langt hier so. Ich habe gemerkt, es wird alles noch steifer, wie es jetzt schon ist. Es fängt an, mehr zu schmerzen und ich war zufrieden. Ich bin meine 1,80. Das war auch mein Minimum. Das war auch mein Minimum so. Das muss ich erreichen, alles andere ist Bonus. So. Bro, die Menschen werden jetzt fragen auch natürlich, also die Zuschauer werden fragen, wird Eren Azadi eine Tibia-Verlängerung nachmachen wollen? Ich sag nein. Nein, weil du zufrieden bist mit deiner Größe? Ich oder? bin zufrieden. Nicht wieder nochmal die. Ich bin zufrieden, aber also ich persönlich, es gibt Leute, die kommen also vielleicht wird sich meine Denkweise auch noch ändern. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe mal nicht. So, ich bin echt sehr zufrieden. Du empfiehlst es mir auch nicht. Ja, habe ich gesagt. Also brauchst du nicht. Warum denn? Ich finde meine Proportion wunderschön. Das hatte ich auch am Anfang meine Bedenken. Sedat gesagt hat, dann lass dir noch ein bisschen Zeit mit der OP, weil ich ihn echt zu bombardiert habe mit Texten, wie es mit den Proportionen aussieht, wie das aussehen wird, ob mein Oberschenkel zu lang ist. Aber ich hatte einen sehr kurzen Oberschenkel schon davor und jetzt habe ich einfach meinen Körper meiner Meinung nach perfektioniert. Bei uns ist es ja so, Bro, ich hab dir auch da geschrieben, Bro, lass jetzt mal gut sein mit der OP, weil das Wichtige ist ja natürlich, wir müssen uns auch sicher sein, dass der Patient wirklich das möchte. Und durchzieht auch. Genau, weil es gibt auch Patienten, Bruder, ja, zum Beispiel, was denkst du, Sedat? Ja, was soll ich denken? Du musst doch am besten wissen, wie du dich wohlfühlst, weil ich kenne auch Menschen, Leute, die 1,60, 1,65 sind. Der Typ ist glücklich, ja? Der ist zufrieden und das muss man respektieren. Hut ab, wenn er das so schaffen kann. Also ich konnte das nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Aber solche gibt es halt auch und deswegen muss man... Es war nicht so, ich war 1,71, ist jetzt echt nicht klein im Vergleich zu den anderen Patienten. Genau, Leon, übrigens Grüße Leon, der war ja auch... Wir waren nicht, ungefähr, ja, er war 1 Zentimeter größer. Wir waren nicht klein, dass man sagt, so, boah, der ist klein so. Aber wir waren
unterm Durchschnitt. Wenn jetzt einer kommt mit 1,60 und diese OP macht, sage ich, okay, verständlich. Leute, die mit 1,80 kommen, verstehe ich sowieso nicht. Ich weiß es nicht. Also, Gut, ich meine. aber Freunde in Deutschland, die 1,80 sind, sagen mir trotzdem, in Deutschland ist das klein. In Deutschland. Aber weil ich von diesen 8 cm Sprung hatte, ist das für mich eine andere Welt. Wie gesagt, ich habe auch nicht mehr diese dicken Oberschenkel. Ich kann ganz locker mein Bein über das andere Bein tun, ohne irgendwie so zu sitzen. So. Du bist von Limousine auf SUV, dann. Genau so. Obwohl ich erst vor 2 Wochen entfernt habe, geht es mir ziemlich gut, was ich nicht erwartet hätte. Bro, jetzt möchte ich dich mal was Interessantes fragen. Und zwar, das wird jetzt so auch ein bisschen im Internet umgesprochen, dieses, was macht die Gesellschaft hier mit Menschen, dass die Menschen so, weißt du, dass die Menschen wirklich so ihre Beine verlängern müssen. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass die Beinverlängerungsoperation so schlecht dargestellt wird. Ich möchte jetzt mal von dir mal das hören. Was denkst du? Ich sag ganz kurz und knapp. Also die Leute denken, dass es wegen der Frauenwelt ist. Und ich bin euch ehrlich, also ich will mich jetzt nicht krass oder gut reden, krass reden. Ich habe noch nie in meinem Leben wegen meiner Größe ein Problem mit Frauen. Noch nie. Ja, ein hübscher Mann bist du, Bro. Deswegen wahrscheinlich. Danke. Aber ich habe noch nie ein Problem, was Körpergröße angeht. Also ich, natürlich, ja, war klein, aber es war nie so, dass eine Frau gesagt hat, boah, nee, du bist klein und so. Ja, und diese ganzen Geschichten mit, ja, ich will 1,90 Typen und so, das können sie sich wünschen. Ja, ob die es bekommen, ist eine andere Sache. Es hört sich ja am Anfang, ich habe es auch, bevor ich die OP gemacht habe, gesagt, es hört sich fürs Ohr einfach sehr, sehr krass an. Ich breche mir die Beine, verlängere es. Aber jetzt mittlerweile kommt es mir so vor, so, ja, ist halt so gemacht. Also, ist nicht so schlimm. Aber wenn man das erste Mal hört, meine Mutter, du hast ihre Reaktion auch gesehen. Ja, ich als sie weiß, hier klar. war. Bei Mutter und Vater, Eltern verstehe ich. Ja, versteht man, aber sie war doch selber hier 3 Tage. Genau. Am 3. Tag hat sie, ist ja normal. War nicht mehr so schlimm für sie. Sie war komplett dagegen am Anfang, komplett dagegen, geht's dir gut und Ja, so weiter. Aber Bro, darf ich hier was ergänzen? Ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass Menschen so das so darstellen, wie wenn du eine Straftat begehst. Hey, du kommst und möchtest einfach für deinen Körper was tun. Ich verstehe nicht, warum das so eine... Weißt du, weil ich meine, es gibt ja auch Menschen, die nicht zufrieden mit ihrem Geschlecht sind. 100%. Weißt du, was ich meine? Was ich total respektiere? Aber ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Also ich vermute, ist die lange dauerndste Schönheits-OP. Ist es das? Ja, Einer ja, der länger klar, dauerndsten? klar. Ist jetzt nicht so wie eine Nasen-OP oder so. Schmerzhafteste Klar. von allen. Richtig. Das ist das vielleicht, was die Leute erschreckt. Warum tut man sich das an, oder? Aber ich bin ehrlich, ich hatte schon Schmerzen. Also ich werde das nicht so kleinreden. Du hast schon Tage gehabt, wo du echt gar keinen Bock mehr hattest. Ja, mit Nerven, klar. Alles, kopftechnisch, du hast abgenommen. Aber ich habe jetzt mittlerweile einfach die Schmerzen vergessen. So, denn mein Kopf hat die einfach so, Ein Mensch ist ein Gewöhnungstier, Bro. ich hab's nicht mehr. So, ich kann mich nicht mehr erinnern, was für Schmerzen das genau waren. So, ich habe das einfach komplett ausgeblendet. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, krass, so, du hast es geschafft. So. Aber wenn ich jetzt wieder an den Anfang denke, Respekt an jeden, der das macht. Ja, ja, wirklich Respekt. Respekt an jeden, der das schafft, durchzieht, egal wie viel. Das Ding ist, die Leute kommen hier hin und denken, ja, ich muss 10 machen. Aber sowas gibt es nicht. Ich möchte auch mal was sagen, Leute. Eren hat was ganz Wichtiges gesagt. Menschen sagen zum Beispiel, schau mal, der hat kein Selbstbewusstsein, der hat Minderwertigkeitskomplexe. Leute, für diese OP braucht man einen starken Selbstbewusstsein, oder? Du brauchst auf jeden Fall. Und der Mann hat es 3-mal gemacht. Der Mann hat es 3-mal gemacht. Die OP kann nicht meiner Meinung nach jeder machen. Aber es soll auch so sein, bitte, weil Menschen, die nicht sicher sind, sollen auch die OP nicht machen, weißt du? Das ist halt ganz, ganz, weil Leute, nicht nur Bein-OP, Eren, bitte korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, man muss eine Sache wirklich richtig wollen, egal was das ist. Und man muss alles dafür tun, egal was es kostet, damit man auch erfolgreich sein wird, oder? Warum sagst du, dass das nötig war? Also was heißt nötig? Also mir geht es gerade schon gut. So. Ja, gell? Ja. Das Bild, also was heißt das? Bilder sagen mehr als 1000 Worte, Ja. oder? Könnt ihr an den Bildern sehen. Was denn bei mir? Ich habe Leon gesehen, ich habe Leon geschrieben. 3 Tage später habe ich euch geschrieben, 2 Wochen später war ich hier. Das war meine Entscheidung. Genau, bei dir war es sofort. Ja. 2 Wochen. Ja, bei dir war es wirklich sofort. Bei mir war es 2 Tage, glaube ich, kann mich erinnern. Aber das Ding ist auch, zum Beispiel Adrian, ja, ich grüße auch Adrian übrigens, der hat jetzt geheiratet, ein mega hübscher Bräutigam. Zum Beispiel bei ihm war es so, Bro, der ist jetzt gekommen für die kosmetische Operation, aber wir haben festgestellt, dass irgendwas mit 3 Zentimeter
Beinlängendifferenz hatte, weißt du? Das wusste er auch gar nicht. Es wusste er nicht, genau. Und wir haben jetzt auch seine Gesundheit auch dadurch natürlich auch gerettet. Und Er hat sich einen Bonus gegeben. richtig. Sagen wir so. Okay, wir haben auch seine Gesundheit dadurch verbessert, Bruder. Und er hat mir halt am Ende gesagt, Sedat, ich bin für die Körpergröße gekommen, aber jetzt bin ich halt richtig froh, dass beide meine Beine gleich lang sind, also beide meine Beine, und ich spüre das auch, hat er gesagt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Beinverlängerungsoperation jetzt nicht nur kosmetisch, sondern es gibt wirklich Patienten, die Beinachsenkorrektur brauchen, zum Beispiel O-Beine oder X-Beine oder Beinlängendifferenzen. Aber am Ende ist man wirklich sehr, sehr glücklich. Also ich war zumindest glücklich. Ich auch. Ich bin auch sehr glücklich. Das Wichtigste. Ja, zu dem Thema Hater zum Beispiel. Ich habe das auch schon immer gesagt. Auf der Plattform TikTok sind meiner Meinung nach argumenttechnisch sehr dumme Leute. Also ich nehme Kritik an. Ich schreibe auch mit Leuten, die mir anständige Kritik sagen und mich ganz normal fragen, Eren, warum hast du das gemacht? War das wirklich nötig? Mit denen schreibe ich. Aber dann gibt es Kommentare wie, der ist jetzt 1,80, aber geht wie eine Ente. Ich bin 10 Tage nach der OP. Mir wurde vor 10 Tagen entfernt. Andere gehen nach 3 Monaten. Nicht, ich kann nach 10 Tagen gehen. Das ist ein Segen. Der eine geht nach 2 Wochen, der andere geht nach einem Monat. Es kommt darauf an, in der Verlängerungsphase, was du gemacht hast. Aber das wissen ja die Leute ja nicht. Und immer dieses Reden, obwohl die echt keine Ahnung haben, von was sie überhaupt reden. Die sagen, ja, Schuhgröße. Bruder, was juckt mich meine Schuhgröße? Ich bin lieber 1,80 und habe 35er Schuhgröße. Habe ich ja nicht mal. Ich habe 41. 41,5. Was? Ich habe auch 41. Auch wenn es kleiner ist. Und übrigens, 41 Schuhgröße schaut auch gut aus, Mann. Passt, jede Schuhe passt. Also ich finde, hätte ich jetzt 45, wäre das zu groß. Es sind so unnötige Sachen, unnötige Äußerungen, denen ich einfach keine Aufmerksamkeit schenke. Und die Leute nennen das Hate. Das ist in meinen Augen einfach dumme Antworten. Also Kritik das ist keine Kritik. in gehört meinen immer Augen. für alle. Ja. Das ist nicht mal eine Kritik. Also ich sehe das nicht als Kritik. Kritik ist, wenn mir eine Frage gestellt wird, wie zum Beispiel, ja, ist das garantiert, dass dein Knochen zu 100% zusammenwächst? Das ist Kritik. Da würde ich sagen, ja, Bruder, ist garantiert, hier, mein Röntgen, mein Knochen ist schon zusammen. Und er baut sich gerade auf. Aber so diese... Meine nächste Frage, apropos dieses normale Gehen, Bruder. So, was machst du anders? Weil, Leute, das ist verrückt. 10 Tage nach der Entfernung, oder 8 Tage, glaube ich, war das. 8 Tage war das wieder. Kannst schon joggen und normal gehen. Wie? Kannst du das mal... Hier erstmal Grüße an Leon. Ich habe gedacht, mein Prozess wird ähnlich wie seiner so, was Recovery angeht. Aber Leon hat auch ein bisschen mehr Zentimeter als ich gemacht. Ich denke, desto mehr du machst, desto schwerer wird es auch. Ich habe bei 8 Zentimetern einen Stopp gesetzt, aber dachte trotzdem so, okay, ich werde 3 Monate mit Krücken gehen und dann mit langsam alles wieder anfangen, die Kniebeugen langsam machen, das. Und dann habe ich einfach so nach der OP am 3. Tag versucht, ohne Krücken zu gehen und es ging. Ich denke mir so, hä? Wow. So, warum? War voll komisch. Auf einmal ging es so. Es war schwach, sehr schwach. Beugen war ein bisschen so Ding, aber es ging. Und von Tag zu Tag ist einfach besser geworden. Und mittlerweile, also sicherheitshalber habe ich die manchmal dabei, aber mittlerweile brauche ich die Krücken nicht mehr. Knochenwachstum ist auch perfekt. Knochenwachstum war selber geschockt. Auf jeden Fall ein guter Kandidat für die Beinverlängerung, muss ich sagen. Aber jetzt mal die Frage, weil du hast ja auch andere Patienten hier gesehen, Bruder. Zum Beispiel, es gibt auch Patienten, die in der gleichen Zentimeter, so wie du, Ich habe Patienten gesehen, die hatten 0 Schmerzen bis 8 Zentimeter. 0 Schmerzen. Also die kommen jeden Tag runter zu mir und sagen, ich habe keine Schmerzen. Also es geht so, keine Schmerzen. Ich hatte echt Schmerzen so. Manchmal auch nicht zum Aushalten, aber man hat es durchgezogen. Ich habe Patienten gesehen, bei denen war es nur nachts. Ich habe Patienten gesehen, bei denen war die Knochenheilung sehr schlecht. Patienten, die sehr viel trainiert haben. Patienten, die gar nichts gemacht haben. Und je nachdem rentiert sich das auch. Ich bin echt viel gelaufen. Also ich habe mir nachts immer, bevor dem Schlafengehen, so ein Ziel gesetzt, eine halbe Stunde am Laufband. Bisschen dehnen, bisschen machen und dann einfach schön einschlafen. Ich sag dir jetzt mal was Lustiges. Ich war ja 1,57. Ich habe halt immer gesagt, lieber Gott, es sind doch nur 13 Zentimeter, 1,70. Es ist eine Körpergröße, die ich mir nicht einmal vorstellen kann. Allein zu sagen, zum Beispiel, wenn eine Frau damals, weißt du, Freundin, Beziehung, fragt, ja, wie groß bist du denn? Wir hatten damals MSN-Chat, weißt du, nicht so WhatsApp. Ja, 1,70, das war dann so, okay, so eine Größe, was
akzeptabel war, weißt du, was ich meine? Dann habe ich die 1,70 erreicht, dann habe ich aber gemerkt, hey, du bist immer noch klein. Das ist halt das Problem, weil deswegen gibt es ja diese Durchschnittsgröße. Zum Beispiel die Durchschnittsgröße in Deutschland, lass mich jetzt da nicht lügen, 1,78. 79. Oder sowas, ja. Und man ist halt leider als Mann auch klein mit 1,70, 1,71. Mittlerweile heutzutage, ja. Natürlich, Bruder, zumal jetzt sogar Frauen unter sich. Gestern war ich zum Beispiel bei so einem Filmdreh eingeladen. Ja, die Frauen reden so unter sich und sagen, ja, ich bin klein, ich bin 1,68. Dann denke ich mir, okay, das heißt, mit Stöckelschuhe bist du fast 1,80. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt natürlich schon wichtig, Leute. Ich meine, Aussehen, erster Eindruck zählt, letzter Eindruck prägt. Also viele sagen natürlich auch, ja, Charakter, das habe ich oft gesagt, ich weiß, aber Charakter zum Beispiel, ja, dass du deinen Charakter zeigen kannst, musst du erstmal mit deinem Aussehen beeindrucken. Leider Gottes, leider. Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Genau, natürlich. Und eine letzte Sache auch natürlich, Psyche ist auch sehr, sehr wichtig hier. So diese psychische Belastung, Bruder, was ein Mensch hat wegen Körpergröße, was ich zum Beispiel hatte, im Unterbewusstsein, macht auch einem krank, wirklich. Also deswegen zu deiner Frage, ja, aber ein Mensch, der, zum Beispiel Brian, also unser berühmter Hulk, der hat zum Beispiel gesagt, ich bin zwar groß, aber meine Proportionen gefallen mir nicht. Also meine Proportionen passen einfach nicht, weil er hat zum Beispiel einen Wingspan gehabt von irgendwas mit 1,98. Das heißt, er besteht nur aus Armen, weißt du, was ich meine, und nicht Beine leider. Und das hat natürlich zum Beispiel das hat dafür gesorgt, dass er die Bein-OP zum Beispiel machen möchte. Also ihm ging's jetzt nicht nur dieses 2 Meter zu erreichen, sondern wirklich, dass er einfach proportional gesehen normal ausschaut. Er hat auch natürlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich schaue aus wie eine Affe, zum Beispiel lange Arme und solche Sachen. Man muss es halt einfach natürlich respektieren, Bruder, weil das Aussehen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Natürlich. So Ich merk's ja bei mir jetzt. Genau. Ich konnte diese eleganten Hosen nicht anziehen. Ja. Es gibt ja auch ein paar Videos auf meiner Ja. TikTok-Seite. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Ja. wo ich mich umdrehe mit einer Anzugshose. Und wie das dann aussieht. Also ich konnte nicht so rumlaufen. Die Proportionen haben nicht gestimmt. Die Beine kurz, Oberschenkel dick, Taille dünn. Bruder, ich sag mal so, zum Beispiel dieses Nasen-OP, Rhinoplastie oder dieses Fettabsaugen, BBL, diese Operationen wurden halt sehr, sehr oft kritisiert, weißt du? Bein-OP ist jetzt in der Gesellschaft so, oh mein Gott, okay, sind die Menschen verrückt. Ich denke aber nach ein paar Jahren, wie deine Mutter das auch gesagt hat, wird sich das komplett normalisieren. Wichtige Sache für mich, weil das ist wichtig für mich, emotional auch einfach. Ich habe selber die OP gemacht. Was war das für ein Gefühl für dich, wo du wirklich so dieses Vorher-RN und Nachher-RN gesehen hast? Es war schon sehr krass am Anfang. Also ich wusste ja in der Verlängerung schon, okay, jetzt bin ich größer geworden, aber jetzt sind die Fixateure ab. Ich kann halbwegs aufrecht stehen, noch nicht so richtig, halbwegs aufrecht. Dann habe ich den Karton gesehen. Und ja, ich habe auch sehr viel an Gewicht verloren, knapp 15 Kilo. Auch an den richtigen Stellen noch so 5 bis 6, 7, 8 Kilo noch zunehmen, dann ist das für mich ideal. Aber es war schon ein riesen krasser Unterschied. Also man denkt sich zwar nur, ey, 8 Zentimeter, was ist das? Aber was das alles ausmachen kann, ist unglaublich. Das verändert komplett deinen Körper. Deine Beinanatomie und Arme, Oberkörper, es hat einen riesengroßen Einfluss. Was denkst du, wann du normal gehen kannst eigentlich? Mit dieser Speed? Ich denke schon bald, ja. Du kannst jetzt schon fast normal gehen eigentlich, Mann. Also ich denke Ende dieses Jahres zu 100%. 100%. Nicht mal 2 Monate. Bruder, du hast auf jeden Fall ein riesengroßes Fortschritt gemacht. Vielen herzlichen Dank für das Interview und für deine offenen Worte. Was ist deine Empfehlung für diejenigen, die jetzt dich gerade so angucken, das Video, und die Operation machen möchten? Überleg dir das gut. Ist kein leichter Schritt. Ist eine ernstzunehmende Operation. Ist nicht so einfach kurz mal gemacht. Wenn du dir dann sicher bist, dann zieh durch und bleib stark. Danke, Bro. Und vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte, für deine Offenheit, Bro. Natürlich auch wichtig für Zuschauer. Und eine andere Sache, Leute, zum Beispiel Erenz macht echt sehr, sehr gute Fortschritte. Everybody's different. Wenn ihr jetzt das Video anguckt und weil viele sagen jetzt auch, fragen mich auch, ja, boah, Erenz ist gut, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach Körper zu Körper anders. Zum Beispiel, es gibt auch Patienten, die mit Erenz angefangen haben und gleiche Zentimeter erreicht haben. Also jeder ist verschieden, zu 100%. Ich war zum Beispiel auch mit dem Verlängern schneller fertig als ein anderer. Ich habe Gott sei Dank alles gut überstanden. Perfekt, Bruder. Vielen herzlichen Dank, Bro. Danke für dein Vertrauen. Es war wirklich eine mega aufregende Zeit. Ja, danke Leute, danke fürs Zugucken und ich hoffe, dass wir euch auch gute Informationen heute euch geben konnten. Bro, ich muss jetzt los, weil ich werde jetzt andere Patienten verletzen. Gereist.
Am Anfang, ich bin euch ehrlich, ohne zu lügen, ich war in der Verlängerungszeit hier, sind auch eigentlich so, sagen wir, 30% der Patienten. Ich war in der ganzen Verlängerungszeit sehr negativ eingestellt. Psychisch halt echt am Ende gewesen. Am Ende vom Tunnel ist ein Licht und du wirst deine 100% erreichen. Es war eine Motivation für mich, die ganzen Leute, die im Internet geschrieben haben, ich werde nie wieder gehen, ich werde nie wieder laufen, ich werde nie wieder in einem normalen Leben teilnehmen können. Das war so eine Ansporn, so eine Motivation für mich, den Leuten das zu zeigen. Und ihr habt gesehen, ich war nach 2,5 Monaten am Rennen. Mittlerweile mache ich alles, was ich will, wie früher wieder. Und das nach 4 Monaten knapp. Also wir sagen halt auch mit dem Dr. zum Beispiel, hey, ich operiere dich, wir geben dir den besten Service, aber was du daraus machst, ist, du bist das, weil, und du bist derjenige, der dich halt, weißt du? Und ich denke, Bro, du hast das Richtige gemacht. Die Arbeit von Live Life Taller wurde perfekt durchgeführt, wie bei jedem anderen Patienten.